1993 wechselte er unter das Bayer-Kreuz und prägte den Verein enorm. Auch heute, 30 Jahre später, eine wichtige Rolle für Bayer 04. Paulo Sergio, heute bei uns im Interview des Monats. Paulo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um auf ein Bit mit uns hier zu sitzen. Wie geht's dir? Bist du gut angekommen in Leverkusen? Sehr gut, danke und freue mich hier zu sein. Wie hast du gesagt, nach 30 Jahren hier wieder zu sein und Jungs zu treffen und schöne Erinnerungen. Und was kommen besonders für Erinnerungen in dir hoch, wenn du jetzt hier durch die Bayer Arena läufst? Ist ganz Neues, ne? Ganz Neues. 1993 war ein ganz anderes Stadion und Hauptsache die Atmosphäre war auch schön. In meiner Zeit, meine ersten Jahre hier, ich habe auch viel Spaß gehabt. Ich war Torschützenkönig fast, ne? Jeboa hat 18 Tore gemacht und ich 17 Tore. Jeboa war bei Eintracht Frankfurt. Aber trotzdem, die Zeit habe ich viel Spaß gemacht. Und also, man muss vorstellen, meine ersten Jahre hier, ich war Weltmeister. Ne? Und ich habe hier gejubelt mit den Jungs damals und schöne Erinnerung. Du hast jetzt schon ein paar Erinnerungen erwähnt. Gibt es denn so das eine Ereignis oder die eine Erinnerung von Bayer 04, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Also, die letzten Jahre, das war eine super Saison für mich. Hauptsache, die ersten Jahre war auch schön. Aber die letzten Jahre, wo wir waren zum ersten Mal Vizemeister. Und ich komme nach Deutschland und die Mentalität war immer zu UEFA Cup zu qualifizieren und zu spielen. Und ich habe immer gesagt, ich wollte die Champions League spielen. Und meine letzten Jahre, wir haben geschafft. Aber danach kommt mein Transfer nach AS Rom. Aber trotzdem, hier habe ich viel gelernt. Ne? Ich sage mal, Deutschland für mich war sehr wichtig zu ersten Jahren hier, wo man muss die deutsche Kultur lernen und Sprache auch zu lernen. Und Leverkusen hat mich viel geholfen. Es sind jetzt sehr, sehr viele Sachen, die da die letzten Jahre zusammengekommen sind. Und wie gesagt, du spielst einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle für den Verein, für die Fans, für den Club selber. Was bedeutet es denn für dich, eine Bayer 04-Legende zu sein? Also, ich muss sagen, ich bin dankbar, ne? Weil alles, wo habe ich in Deutschland geschafft, habe ich hier angefangen. Wie habe ich vorher gesagt, ich habe die Sprache gelernt. Mein erstes Jahr war nicht einfach. Nach 3. Monat, ich wollte weggehen nach Brasilien wegen des Wetters, ein bisschen Problem mit den Spielern. Aber Kalmund hat mich viel geholfen und das ist klar. Und die bedeutet viel, weil man muss immer denken, was angefangen hat. Und habe ich gut angefangen. Und meine Familie war auch dabei die ganze Zeit. Und in Zukunft habe ich alles gewonnen. Aber wir haben angefangen, gut gemacht. Und jetzt vom Anfang bis heute, 30 Jahre später, was hat sich denn in der Zeit, seitdem du angefangen hast, bis heute im Club entwickelt und wie hat sich deiner Ansicht nach Bayer 04 entwickelt? Also, nach Karriere zu Ende, ich habe das Angebot von Bayern gehabt, etwas zu machen in Deutschland. Ich bin oft in Deutschland und ich habe nur gewartet auf diese Möglichkeit, etwas mit den Bayer 04 etwas zu machen. Und die Möglichkeit ist da. Ich habe das Angebot von Fernando gekriegt und sind sehr, sehr gespannt auf was wir machen in Zukunft zusammen. Aber in Brasilien haben wir viele Brasilianer, die Herz sind für Bayer 04, weil zum Beispiel wir haben viele Spieler von Brasilien hierher geblieben. Und zum Beispiel Zé Roberto, Lúcio, schau mal, Juan, Roque Júnior, da waren viele Spieler, Robson Ponte. Also in diesem Moment, ich glaube auch ist schön für die Brasilianer, weil die Leverkusen Erste sind.
Auf jeden Fall, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, die ganzen brasilianischen Spieler. Du warst damals einer der ersten Brasilianer, die rüber nach Leverkusen gekommen sind. Also wir müssen sagen, ich war nicht der Erste, aber war Tita 1988, der hatte den UEFA Cup gewonnen und danach Jorginho. Und dann kamst du. Und dann kam ich. Manchmal Leute sagen, Paulo, warst du der Erste? Ich habe gesagt, nein, ich war nicht der Erste, aber ich habe die Zeit genutzt und ich denke, nach Paulo Sérgio kommen viele Brasilianer hierher. Auch viele Spieler südamerikanischer Herkunft und brasilianischer Herkunft, nicht nur im aktuellen Kader, sondern auch im Kader davor. Wie würdest du denn sagen, hat sich der Verein auf internationaler Ebene entwickelt? Ja klar, Bayer Leverkusen hatte immer diese Gelegenheit, die Lateinamerika hierher zu bringen. Und muss sagen, auch immer der beste Spieler. Und sagen wir mal, Gustavo Puerta ist ein guter Spieler. Und die ganze Kolumbien, guck mal Leverkusen, was passiert. Und ich denke, diese Gelegenheit, diese Möglichkeit für die Spieler ist sehr schön. Und Jungs muss denken, schau mal Arthur, ne? Jungs muss denken, die holen nur den besten Spieler. Und die Gelegenheit ist da, die Möglichkeit ist da und jetzt die Jungs muss nützen. Du hast jetzt schon ein paar junge Spieler angesprochen mit Arthur und Gustavo. Du hast auch letztens gesagt, dass wenn man als junger lateinamerikanischer Spieler in Europa eine Karriere anstreben möchte, dass man dann auf jeden Fall Bayer 04 als Erstoption in Betracht ziehen muss. Wie würdest du sagen, qualifiziert sich der Verein dadurch so als internationaler Anlaufpunkt? Also, der Verein hat Geduld mit den jungen Spielern. Und diese Geduld, diese Gelegenheit ist sehr wichtig für die jungen Spieler. Und die helfen. Und zum Beispiel heute Tag, wenn du in einen großen Verein gehst, die Druck ist sehr groß ist und die Leute haben keine Geduld mit dieser Erwartung. Und das ist klar. Und bei Bayer Leverkusen, seine Geschichte ist immer die gute Spieler, die entwickeln. Ne? Und dann, das ist wichtig hier. Und wie wird Bayer 04 allgemein in Brasilien und allgemein in Südamerika wahrgenommen? Welche Rolle spielt der Verein dort? Wie habe ich gesagt, ne? Nachdem viele Brasilianer, wir haben so viel Zuschauer. Ich habe die Spiel am Dienstag gesehen, ich war in Brasilien und waren 2 Fernseher hat gezeigt, dieses Spiel bei Leverkusen gegen Stuttgart, war ein super Spiel. Ein Spiel, wo man bleibt im Fernsehen zu gucken und beide Mannschaften nach vorne gespielt haben. Das ist schön und deswegen viele Spieler oder viele Fans wollten Bayer 04 verfolgen. Und für dich dann damals dein Highlight als auch lateinamerikanischer Spieler, brasilianischer Spieler, der nach Europa gekommen ist. Was war dein Highlight, als du das erste Mal hier in Leverkusen warst? Für mich war gegen Köln Derby. Ich habe ein schönes Tor gemacht und ich glaube, war Tor des Jahres, Tor des Monats. Und nachher, ich war in der Kamera, ich habe geküsst und ich glaube, war der schönste Moment für mich. So ein Tor vergisst man dann nicht, ne? Ja, stimmt. Also das bleibt dann gut in Erinnerung. Ja. Wie würdest du denn deine Verbindung zum Verein heute noch beschreiben? Also, heute Tag ist sehr gut, ne? Sehr gut. Wir haben viel Kontakt, wir haben jetzt viel gesprochen, was machen wir in Zukunft, was können wir machen in Lateinamerika. Und die Möglichkeit zu internationalisieren, der Verein ist sehr groß. Ich glaube, eine gute Zeit. Weil die Mannschaft spielt sehr gut jetzt und wir müssen nützen diesen Moment. Dann sind wir mal auf jeden Fall gespannt, was noch in Zukunft auf den Verein auf internationaler Ebene auf uns zukommt. Paulo, vielen Dank, dass du mit uns die Zeit genommen hast, um ein bisschen zu plaudern. Und wir wünschen dir noch für deinen Aufenthalt alles Gute und bis hoffentlich bald wieder. Dankeschön. Ciao.